Wie lange willst du noch mit Schmerzen an den Füßen herumlaufen? Zu dieser Jahreszeiten bekomme ich in der Praxis ganz viele Patienten, die Beschwerden an den Füßen haben. In diesem Video erkläre ich dir, woher diese Beschwerden kommen und was du dagegen tun kannst, um deine Füße wieder schmerzfrei zu bekommen. Hallux valgus ist eine der Hauptursachen für Beschwerden an den Füßen. Bei diesem Beschwerdenbild passiert eine Verlagerung oder eine Veränderung für die Stellung von den Mittelfußknochen und der ersten Knochen von Zeh selber, von den ersten Zeh an den Fuß. Und dann würden die Füße etwas so aussehen. Bei dem Hallux valgus hat man dann den ersten Mittelfußknochen, der geht von der Achse weg und der ersten Knochen von dem Großzeh, der verändert seine Lage. Das heißt, der wird dann leicht nach innen gedreht und der Mittelfußknochen, der wird leicht nach außen. Und dadurch bildet sich dann diesen Knochenvorsprung. Und das kann bei vielen Patienten Schmerzen verursachen, vor allem wenn man jetzt im Winter engere Schuhe trägt, die den Bereich jetzt halt noch weiter einengen. Eine Hallux valgus entsteht durch unterschiedliche Faktoren. Eine schwächere Bindegewebe oder auch ein genetischen Faktor, zu enge Schuhe und schlechte Gewohnheiten. Diese Ausprägung, dieses Knochenvorsprung, der muss nicht immer wehtun, aber vor allem ist es sehr lästig, wenn man jetzt Schuhe trägt. Und um die Beschwerden loszuwerden, musst du unter anderem auch darauf achten, dass du andere Schuhwerken anhast. Die Schuhe sollten nicht zu eng sein und im besten Fall als Frau würdest du auch nicht so hohen Absätzen tragen. Dazu solltest du dann halt auch die Muskulatur, die zwischen diese Zehen ist, die muss auf einer Seite gestärkt werden, auf der anderen die Muskulatur, die den Zeh jetzt so weit in diese nach innen Position weiterzieht, die muss jetzt auch gelockert werden, damit die Muskulatur die beste Achse hat, um gut zu arbeiten. Und in diesem Video zeige ich dir 3 Maßnahmen, was du zu Hause machen kannst, um deine Beschwerden wieder loszubekommen. Du beginnst damit, dass du die Muskulatur, die jetzt dein Zeh weiter nach innen zieht, dass du die erstmal lockerst. Das heißt, die Muskulatur zwischen den ersten und den zweiten Mittelfußknochen, die müssen entspannter werden. Das gleiche gilt dann halt auch auf die Fußsohle, dass du die Muskulatur hier entspannst und die Muskulatur, die hier verläuft, entspannst. Und du beginnst damit, dass du den Bereich erstmal nur massierst. Versuch mal richtig punktuell zu arbeiten mit der Fingerspitze und du drückst jetzt richtig tief in das Gewebe hinein. Achte darauf, dass deine Fingernägel schön kurz sind, damit du dich nicht verletzt. Vor allem auf der Fußsohleseite solltest du versuchen, gezielt die Muskulatur zuerst zu massieren, bis ungefähr des Mittes des Fußes und dann machst du so einen Streifen bis nach oben hin. Und dann auch ein Muskel, der verläuft so, hier von der Spitze diesen Knochen bis auf die äußere Kante. Und die wirst du jetzt auch massieren. Hochwahrscheinlich wirst du in diesen Momenten auch Punkte finden, die besonders schmerzhaft sind. Und in dem Bereich verbleibst du dann halt noch ein bisschen länger. Nachdem du jetzt die Muskulatur schon angefangen hast zu bearbeiten, das Gelenk zwischen den Mittelfußknochen und den Zeh selber, den sollst du jetzt bewegen. Du legst jetzt den Fuß, wie gehabt, auf deine Oberschenkel und bewegst jetzt den Zeh so weit wie du kannst, komplett nach unten und dann auch komplett nach oben. Besonders schmerzhaft ist es bei den Patienten die Streckung von dem großen Zeh. Die Patienten verlieren als erstes da die Beweglichkeit. Und dann kannst du den Zeh auch drehen, nach innen und nach außen.
Da der großen Zeh meistens in diese Richtung sich ursprünglich bewegen will, ist diese Richtung meistens leichter. In die andere Richtung ist es meistens eingeschränkter. Du hältst den Mittelfußknochen fest zwischen Daumen und Zeigefinger und bewegst dann den Hallux so weit wie du kannst nach außen weg und drehst ihn nach innen, zu dir hin. Jetzt hast du die Muskulatur schon erstmal entspannt und deine Füße erstmal wieder wahrgenommen. Als nächstes geht es darum, dass du die Muskulatur, die jetzt den Zeh zurück zu der ursprünglichen Haltung wieder zurückführen würde, die musst du jetzt bearbeiten. Und bis jetzt habe ich noch keinen Patienten, die diese Übung auf Anhieb gleich konnte. Das heißt, du musst es erstmal ein paar Mal wiederholen, ein paar Mal selber machen, bis du das Gefühl dazu bekommst, wo genau soll sich den Zeh bewegen und wie du diese Bewegung selber steuern kannst. Diese Muskel, die hier von der inneren Seite von deinem Fuß dann bis zum Hallux geht, die musst du dann wieder trainieren. Und dieser Muskel, der zieht dein Zeh nach außen hin. Und du solltest probieren, dass der Bereich von dem Großzeh-Grundgelenk direkt unter diesem Knochenvorsprung, der muss jetzt auf dem Boden bleiben. Du streckst deine Zehe nach oben und versuchst sie dann spreizend nach unten zu bringen, sodass die Zehe richtig weit auseinander gehen. Hältst dann diese Grundspannung und entspannst es wieder. Und nochmal hochbringen und dann ganz bewusst alle Zehe nach unten zu bringen. Und jedes Mal versuchst du dann, dass der Zeh weiter nach außen kommt. Und dann wieder locker. Und nochmal hochkommen, komplett alle Zehe spreizen. Und dann in dieser Haltung erstmal nur bleiben. Wichtig dabei ist, dass den Bereich von dem Großzeh-Grundgelenk, dass er den Boden nicht verlässt. Wenn es dir zu Beginn zu schwer fällt, einfach mit den Zehen zu spreizen auf dem Boden, kannst du beginnen, indem du den Zeh isoliert von den anderen trainierst. Du bringst wieder deinen Fuß auf deine Oberschenkel und dann gibst du einen Widerstand seitlich auf den großen Zeh und versuchst dann hier einfach mal nach oben zu drücken und du wirst sehen, dass diese Muskulatur hier, der wird dann dadurch aktiviert. Wenn das trotzdem nichts passiert, versuche mal, dass du am Beginn diese Bewegung unterstützt mit deinen Fingern. Das heißt, du spannst an und bringst dann mit dem Finger deinen Zeh nach oben und lässt es dann wieder locker. Und nochmal, du spannst an, versuchst mal aktiv diese Spreizung hinzubekommen. Hier musst du sehen, entweder, dass diese Muskulatur dich entgegenkommt, beziehungsweise, dass die Falten von den Füßen ein bisschen doller werden und dann wieder locker lassen. Wie häufiger du das wiederholt hast, desto leichter wird es auch sein, dass du die Muskulatur erstmal selber aktivierst, beziehungsweise, dass du diese Spreizbewegung von alleine wieder hinbekommst. Die Übung zum Spreizen von dem Hallux solltest du mindestens per Serie 12 Wiederholungen machen. Am Anfang fällt es dir wirklich schwer, deswegen muss es auch häufiger geübt werden. 2 Serien, 12 Wiederholungen pro Serie. Jetzt hatten wir schon einmal die Massage von der Muskulatur, das zweite die Aktivierung. Als drittes und ein ganz wichtiger Faktor ist, dass der Hallux valgus fast immer zusammen mit einem Knick-Spreizfuß. Das heißt, die Längsgewölbe von dem Fuß, die ist nicht vorhanden, weil die Muskulatur dort zu schwach ist. Und diese Muskulatur solltest du wieder aufbauen, beziehungsweise die kompletten Stellung von deinen unteren Extremitäten, von deinen Beinen. Und um diese Quergewölbe wieder hinzubekommen, solltest du versuchen, von den Fuß aus diese Muskulatur zu aktivieren. Die Ferse bleiben auf dem Boden, die Großzeh-Grundgelenk bleiben auf dem Boden und du spannst nur den Mittelfuß an, damit du die Muskulatur vom Fuß, du spannst die Muskulatur vom Fuß an, hältst die Längsgewölbe und dann entspannst es wieder.
Wichtig ist dabei, dass der große Grundgelenk, der auf dem Boden bleibt, du versuchst deine Zehen ganz locker zu lassen, baust da die Spannung auf und entspann. Am besten kannst du diese Übung dann halt direkt vor den Spiegel machen, damit du diesen visuellen Feedback bekommst, dass du die Längsgewölbe jetzt aufgebaut hast. Halte die Spannung für 2 bis 3 Sekunden und dann wieder locker lassen. Die Beinachse beeinflusst direkt die Stellung von deinen Füßen. Das heißt, nur die Fußmuskulatur zu bearbeiten, ohne dass du auf die Stellung, die Beinachse achtest, wird langfristig keine Ergebnisse bringen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du versuchst, in den Alltag diese Bewegung bzw. diese Einstellungen zu verändern. Ich zeige dir mal praktisch, wie du das jetzt halt bei dir merken kannst. Wenn du jetzt halt deine Knie nach innen bringen kannst und jetzt halt dieses Valgus von den Knien, dass die Knie zusammenkommen, wirst du automatisch merken, dass deine Füße platter auf dem Boden sind. Die Hüfte sind nach innen gedreht und dein Fuß wird noch platter. In dem Moment, wo du jetzt halt O-Beine machst, das heißt, die Knie kommen nach außen, automatisch hast du auch einen Hohlfuß. Deine Hüfte wird nach außen gedreht, deine Knie kommen im O und die Längsgewölbe wird dadurch noch prägnanter. Versuche mal, wie du davor das schon aufgebaut hattest, mit die Längsgewölbe von dem Fuß anspannen. Die Ferse, große Grundgelenk und der Kleinzeh bleiben jetzt komplett auf dem Boden. Deine Knie sind leicht nach außen gedreht, aber bleiben in einer Achse und die Hüfte ist gerade so auch in einer Linie. Du spannst leicht die Gesäßmuskulatur an, dass du diese Außendrehung jetzt hast. Ich zeige dir das noch einmal auf die Seite. Du spannst die Gesäßmuskulatur leicht an, deine Knie werden jetzt gerade, du kommst aus den X-Beinen raus und die Längsgewölbe von deinem Fuß wird jetzt wieder aufgebaut. Versuche, diese neue Einstellung in deinen Alltag immer neu zu integrieren, damit du deine Beschwerden im Griff bekommst und du gut wieder auf den Füßen stehen kannst. Gibt es denn ein besonderes Schuhwerk, wo du immer wieder Beschwerden bekommst? Vielleicht auch im Sommer, wo du sagst, dass du es gar nicht mehr anziehen kannst? Lass mir in den Kommentaren, mit welchen Schuhen du besonderes Schmerzen hast. Und wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!